Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir haben keine Zeit, deswegen müssen wir direkt anfangen. Wir haben nämlich draußen vor der Tür ein schönes Auto, was wir euch zeigen wollen. Einen super schicken Pössl Twin Plus, ein junger Gebrauchter mit allen möglichen Optionen. Und da irgendwie das Wetter nicht besser wird, sondern immer nur schlechter, haben wir gesagt, wir legen jetzt einfach los. Besser wird es nicht mehr. Und wir wollen euch das Auto nämlich unbedingt zeigen. Und das muss einfach schnell gehen, weil es gleich anfängt zu regnen und dann wieder mal die nächsten Tage regnet. Heute geht es nämlich um diesen wunderschönen Pössl Twin Plus. Das ist ein Auto aus 2020 und wie viel Kilometer der hat und was da alles an Ausstattung drin ist, das zeige ich euch heute in diesem Video komplett und in allen Details. Viel Spaß, herzlich willkommen und los geht's. So, wir sind fertig mit dem Film und damit ihr von Anfang an für die ganz Ungeduldigen direkt gucken könnt, was der Wagen kostet, wie er ausgestattet ist, blenden wir euch hier links oder rechts von mir oder am besten auf beiden Seiten QR-Code ein. Das heißt, wenn ihr jetzt euer Handy nehmt, das abfotografiert, werdet ihr direkt zur mobile.de Anzeige geleitet. Wenn ihr das Ganze auf dem Handy guckt, unten in der Videobeschreibung kriegt ihr einen Link, den ihr einfach nur anklicken müsst. Da habt ihr alle technischen Daten, Bilder und alles nochmal, was ich euch jetzt im Verlaufe des Videos erkläre. Ansonsten habt ihr unten im Video Sprungmarken, da könnt ihr genau an die Stellen springen, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr diesen Service zu schätzen wisst, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von diesem Service erfahren wollt, dann denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Einfach unten in der Ecke auf Kanal abonnieren und folgen und Glocke ausmachen und alles, was wir schon so oft gesagt haben. Wir sehen immer wieder, es sind eine ganze Menge Leute, die regelmäßig gucken, aber die Knöpfe nicht gedrückt haben. So, genug dazu. Jetzt schaut euch das Auto an, sind viele schöne Sachen, die es dort zu sehen gibt. Los geht's, würde ich sagen. Ihr seht vielleicht an meinem... Ach nee, ich war beim Friseur. Die Haare wehen gar nicht mehr so im Wind. Wir machen das heute andersrum. Die harten Fakten gibt es nachher im Auto, wenn es sowieso draußen plattert. Vorher drehen wir eine Runde ums Auto und ich zeige euch so ein bisschen, was den Wagen ausmacht. Also, wir haben ein 2020er im Juli 2020 zugelassenes Auto. Das ist von Kunden, die das ausschließlich privat genutzt haben. Die haben sich einen neuen 640er bestellt mit Längsbetten, hatten eine super schöne Zeit mit dem Auto, haben jetzt aber gesagt, es darf eine Nummer größer sein, eine Nummer komfortabler. Deswegen darf dieser schöne Wagen weg. Ich glaube, wir haben knapp unter 30.000 Kilometer, viel zu viel Wartung und Inspektion und eigentlich alles, was das Herz begehrt. Was wir von der Seite hier sehen, neben der ganz normalen Optik, ist, dass wir eine Markise drauf haben, dass wir eine Dometic Rain-Tech hier oben drin haben, das heißt eine Lichtleiste mit, wir haben hier irgendwo, glaube ich, links oben, ich wollte gerade sagen, ich habe es doch irgendwo gesehen, die Fernbedienung. Die Fernbedienung, die alle ist. Herzlichen Glückwunsch. Also, hier ist Licht drin, wenn ihr das Auto abholt, sind Batterien in der Fernbedienung, dann wird das auch funktionieren. Und insgesamt super viel Ausstattung. Wenn wir von oben aufs Auto jetzt drauf gucken könnten, aber das Wetter ist sogar zu windig, um mit der Drohne einmal drüber zu fliegen, würdet ihr dort sehen, dass der Wagen eine vollautomatische SAT-Anlage hat, dass der Wagen eine Solaranlage hat. Das ist wirklich eins der Autos, wo es darum geht, einsteigen, anmelden, volltanken, losfahren. Und ich glaube, er ist sogar 3/4 voll getankt. Prinzipiell ist das ganze Auto unfallfrei. Und von außen auch ohne Beschädigung. Wir haben so 2, 3 Kleinigkeiten. Hier, ich weiß nicht, ob ihr diese Saugnapfhalter kennt. Manchmal reagiert Kunststoff mit anderem Kunststoff. Das ist einfach nur ein Stück Folie. Da sind so 2 kleine Ringe drauf, hatte ich gesehen. Wen das stört, der mag einfach die Folie hier runternehmen. Vielleicht die noch mit dazu. Dann hat man die Optik ganz schlicht und einfach. Was damals nicht Serie war, ist das Fenster hier auf der Seite. Das konnte man dazu oder abbestellen. Hier ist es auf jeden Fall mit dabei als komplettes Aufstellfenster, was denke ich auch bei so einem Auto mit Heckbett immer super sinnvoll ist, weil man einfach ein bisschen mehr Licht und Luft hat. Und auch auf der Rückseite sieht man, dass im Prinzip hier nicht gespart wurde, sondern alles vorhanden ist. Wir haben einerseits eine starre Anhängerkupplung, das heißt, wenn ihr E-Bikes oder sowas mitnehmen wollt, hätte man perfekt die Möglichkeit, einen guten Träger für die Anhängerkupplung mit zu montieren. Und andererseits, wenn ihr lieber mit leichteren Fahrrädern, irgendwelchen Sportfahrrädern, normalen, leichten Tourenrädern unterwegs seid, haben wir hier schon einen Fahrradträger, der, finde ich, perfekt zum Auto passt, weil das ganze Auto ja konsequent in weiß-schwarz gehalten ist. Das ist so ein, wie heißt der, Thule Omnibike
Elite oder Thule Van Elite, auf jeden Fall Fahrradträger für 2 Fahrräder. Ihr müsst halt immer darauf achten, einmal die Beladehöhe, die nicht ganz ohne ist, was aber durch die Rückleuchten hier vorgegeben ist. Und natürlich das Gewicht. Mehr als 35 Kilo dürfen da nicht drauf, weil die Tür das letztendlich nicht hergibt. Und wenn ihr euch ein gebrauchtes Auto mit Fahrradträger anguckt, dann ist immer der erste Blick, es gibt 2 Stellen, wo ihr unbedingt hingucken müsst. Einmal hier, weil das der klassische Platz ist, wo man, wenn der Fahrradträger falsch montiert ist, zack, hier schlägt es schnell gegen, so eine Böe wie jetzt, die Tür nicht richtig verankert und dann schlägt es dagegen, dann haben die Autos hier oft Dellen, was hier nicht der Fall ist. Und das Zweite, das Fahrrad, wenn es falsch draufgestellt ist, hat oben den breiten Lenker, der schlägt dann gerne irgendwo in dem Bereich da oben gegen. Das heißt, der zweite Blick sollte auf jeden Fall dahin gehen, was aber hier glücklicherweise auch in Ordnung ist. Und wenn wir schon da oben hingucken, können wir da auch gleich sehen, dass wir in die dritte Bremsleuchte integriert eine Rückfahrkamera haben. Das sind alles Sachen, die wir damals hier gemacht haben. Deswegen, glaube ich, kenne ich das Auto ganz gut. Oh, frisch, kalt, schnell. Das Einzige, was an dem Auto nicht original und nicht von uns ist, ist das Dekor. Aber ich finde, es fügt sich gut ins Gesamtbild ein. Wer insgesamt weniger Dekor will, Dekor sagt ja schon der Name, kann man auch wieder runterziehen. Dann ist es einfach schlicht und weiß. Und was damals auch keine Serienausstattung war, ist das Fenster in der Nasszelle. Immer wieder gern genommen und in meinen Augen auch super wichtig. Hier auch von Anfang an mit dabei. Und ich bin ehrlicherweise ganz angetan von dem, wie das Auto dasteht. Ich bin auf der Suche nach Fehlern, aber ist nicht wirklich viel zu sehen. Von außen haben wir vorne LED-Tagfahrscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht. Die ganz normalen Scheinwerfer für einen Citroën gab es bis heute keine LED-Scheinwerfer. Wer dort vorne ein bisschen mehr Lichtausbeute haben will, gibt es inzwischen auf dem freien Markt, quasi dem Nachrüstmarkt von verschiedenen Herstellern, wirkliche LED-Lichter, die als Fernlicht und als normales Abblendlicht funktionieren. Das macht die Lichtausbeute nochmal massiv höher. In einer der großen Zeitungen, Promobil, Reisemobil International, war auch vor 2, 3 Ausgaben mal ein ausführlicher Bericht im Vergleich zwischen normalen Scheinwerfern, Halogenscheinwerfern und den LED-Scheinwerfern Serie und nachgerüstet drin. Und da haben die, glaube ich, sehr, sehr gut abgeschnitten. Ich habe die in unserem eigenen Auto auch drin. Da kommt echt viel Licht raus. Ansonsten, was mir auffällt als Veränderung, ganz klassisch in den Baujahren, die Antenne oben ist eine ganze Ecke länger. Radius im Kastenwagen, ihr müsst euch das so vorstellen. Da oben ist eigentlich so eine Stummelantenne. So wie bei den neuen sind die zwar besser als bei den früheren, aber es sind halt nur so kleine kurze Antennen. Und die Radios, die ihr im Pkw habt, haben überall rundrum Scheibenantennen drin. Das heißt, die empfangen quasi in alle Richtungen. Hier ist es so, dass das unsere einzige Antenne ist. Und wenn man dann unglücklich abgeschirmt fährt, weil das Auto quasi vor der Antenne fährt, wenn der Funkmast hinterm Auto steht, dann kommt halt echt wenig Radioempfang drin und so eine lange Antennenspitze hilft oft schon weiter. So, was brauchen wir noch zu wissen? Unfallfrei ist er. Ich würde sogar sagen, ich gucke nachher noch mal von drin, aber wir haben keinen Steinschlag in der Frontscheibe. Das sieht alles sehr gut aus. Er hat ein Digitalradio, das sehe ich oben an der zusätzlichen Digitalradioantenne. Was gerne kaputt gemacht wird, sind Spiegel. Das ist hier in Ordnung. Und dann gucken wir hier drüben auch noch mal. Das sieht auch sehr in Ordnung aus. Also würde ich sagen, alles soweit in Butter auf dem Kutter. Wie man zumindest bei mir in der Grundschule früher gesagt hat. Und dann fehlt uns noch das Reifenformat. Und dann sind wir vor der dunklen grauen Wolke hoffentlich gleich im Auto drin. Also einmal 0. Wie geht das? 0. Hier vorne haben wir ja so um 7 mm, knapp über 7 auf der einen Seite. Dann wird das wahrscheinlich auf der anderen Seite relativ ähnlich sein. Ja, auch 7,1, also quasi identisch. Alles andere wäre auch verwunderlich. Und an der Hinterachse haben wir noch ein bisschen noch mehr. Hier sind es auf der Seite knapp über 8. Und dann lass uns drüben auch noch mal gucken. Dann haben wir das richtig schön abschließend mit dabei. Und noch mal genau das gleiche. Also auch hier knapp über 8. Also 7 bis 8 mm. Ich will nicht sagen neuwertige Reifen, aber auf jeden Fall gute Reifen. Und das werden ziemlich sicher Sommerreifen sein.
Jo, das sind Sommerreifen. Da steht zwar M+S drauf, aber da sie keine Schneeflocke und keine Bergkuppe drauf haben, reicht das nicht als Ganzjahres- oder Winterreifen. Irgendwelche Fragen von außen? Schreibt es einfach unten in die Kommentare, dann klären wir das. Aber alles andere, denke ich, gucken wir uns am ehesten von drinnen an. Und dann können wir auch ein bisschen die harten Fakten angucken, wie er zugelassen ist, wie das Inspektionsthema bisher gehandhabt wurde. Weil ich schon weiß, dass da viele gute Sachen sind, die zu erzählen sind. Also Fahrzeug auf, Schiebetür auf und rein. Ups, rein mit uns. Ja, hereinspaziert, hereinspaziert. Wie ihr auf den ersten Blick seht, ein sauberes, schönes, gepflegtes Auto. Mein Lieblingsblick als erstes, um so ein bisschen Pflegezustand zu sehen, gucken wir mal hier drunter. Und ich meine, das ist ein Kochfeld. Ich will nicht sagen, man sieht nicht, dass es nicht benutzt wurde, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Und ausnahmsweise sind sogar mal alle Gummifüße in Ordnung, die wir sonst bei den Autos regelmäßig austauschen. Wie ihr gesehen habt, elektronische Zündung automatisch mit dabei. Und hier daneben das Waschbecken, auch nahezu neuwertig. Also ein Auto nach einem Jahr Vermietung sieht in der Regel deutlich schlechter aus. Was ihr hier auf den ersten Blick seht, wir haben Möbelbau Elegance, das heißt, ich glaube, das heißt Eiche Dakota, ist das graue Dekor mit den hochglänzenden weißen Klappen. Das ist was bis heute so im Programm ist. Genau wie der Polsterstoff Silver, das war damals der Serienstoff, der hier dazugehörte. Der ist auch bis heute inzwischen in einer leicht abgewandelten Form, weil es den Hersteller anscheinend nicht mehr gibt, aber von der Grundidee noch genauso im Programm. Eine der großen Optionen auf der Aufpreisliste damals sind vollautomatische Sattanlage und TV-Gerät. Das haben wir damals eingebaut. Wir haben hier eine Tenhaft Sidetrack Vision oben drauf. Das heißt, eine sehr flach aufbauende Sattanlage, nur 14 cm Aufbau, was ja auch noch neben der Dachhaube ist. Das heißt, die Gesamthöhe des Autos wird kaum erhöht. Und das Ganze, wir mögen dann gerne die Alphatronics Fernseher. Das heißt, wir haben hier einen Alphatronics Fernseher das dürfen vom Format 22 Zoll sein. Und der ist natürlich nicht so hinterm Schrank versteckt, sondern es gibt die Möglichkeit, den zu nehmen. Und es gibt zusätzlich, jetzt muss ich nur aufpassen, weil hier immer, das rappelt immer sonst so ein bisschen, hier ist so ein Abstandhalter dazwischen. Den ganzen Fernseher kann man auch nehmen, rumklappen, dass man ihn theoretisch von außen oder aus dem Heckbettbereich auch sehen kann. Aber die Grundidee ist hier vor allem, den so ein bisschen in die Mitte ziehen zu können, dass Fahrer-Beifahrersitz, was für euch ja die komfortablen Sitzplätze wären, mit abgedeckt sind. Der hat alle möglichen Anschlüsse mit USB, mit Audio, Video, in, out, rauf, runter. Die meisten Leute brauchen einfach nur den Fernseher. Und inzwischen bauen wir auf viele Autos auch noch eine Internetantenne drauf, um das Ganze so ein bisschen zu ergänzen, damit man mehr online sein kann. Aber hier kann man zum Beispiel über die HDMI-Eingänge auch sowas wie ein Fire TV-Stick oder irgendwas in der Richtung mit draufpacken. Das Ganze wird gesteuert, im Idealfall genau hier oben über die Steuereinheit. Am Ende heißt das, wenn ihr Fernsehen wollt, einmal auf den Knopf drücken und dann sagt er, ist gerade eingefahren und dann fängt er kurz danach an, sagt Suche Astra 1 und dann würde er sich jetzt oben so lange drehen, bis er Astra 1 gefunden hat. Wir fahren jetzt wieder, ups, einen Knopf zu viel gedrückt, fahren ihn jetzt wieder ein und wenn er dann einmal eingeschaltet ist, dann ganz normal über die Fernbedienung, weil der alles hier dran zu steuern, weil der Receiver und alles im Fernseher integriert ist. Wir haben eine ganz normale Sitzgruppe. Hier vorne schon ein bisschen die Notausstattung sozusagen drin. Das heißt Warndreieck, Warnwesten, Verbandskasten, sowas alles mit dabei. Und hier sieht man im Prinzip schon, dass das ein relativ frisch entwickeltes Auto ist, weil die Heizung hier vorne mit in der Sitzbank ist, damit sich die Wärme in der Sitzgruppe etwas schneller verteilt. Bei den älteren Fahrzeugen ist die in der Regel noch hinten unterm Bett, heißt das da hinten. Wenn wir eine Gasheizung haben, dann macht es sicherlich Sinn, auch eine automatische Gasumschaltung zu haben. Dieser Wagen, da gucken wir nachher nochmal in den Gaskasten rein, hat eine Duomatik mit drin, das heißt die automatische Umschaltung. Und zusätzlich hat das Ding hier eine Fernanzeige, das heißt, ihr könnt euch hier anzeigen lassen, ob man auf Flasche 1 oder auf Flasche 2 unterwegs ist. Und gleichzeitig hat man auch noch eine kleine Enteisung, das heißt, wenn es richtig winterlich kalt ist, kann man auch an dem Ventil, an dem Regler oben enteisen. Das Ganze wird gesteuert. Auch das war damals nicht Standard bei den Modellen durch dieses Truma CP Plus Modell. Das heißt, hier könnt ihr Heizung und all solche Dinge gewünscht auf eure
Temperatur und den Boiler auch in verschiedenen Stufen einstellen, dass das da ist. Und dann eben das normale Pössl-Bedienteil mit Füllstandsanzeigen und all solchen Sachen. So, wenn wir dann in der Küche ein bisschen weiter gucken, wir haben ganz normal die Besteckschublade oben, sieht gut und neu aus. Wir haben die Schublade da drunter, würde ich auch sagen, sieht relativ gut und neu aus. Und was haben wir da unten? Nochmal auch zwar benutzt, aber sehr, sehr gut im Zustand. Was ihr bei den großen Schubladen unten wissen müsst, ich entlaste mal, was ist ein Trick, wenn ihr die aufmachen wollt, die haken oft, mal gucken, ob ich es, oft haken die da. Einfach neben dem Schloss ein bisschen entlasten, weil das ein sehr schmaler Grat ist zwischen wann hakt's und wann geht es komplett auf. Aber das funktioniert so auf jeden Fall. Und zur Küche gehörend, da müsst ihr mal einen Blick reinwerfen, das kann ich von hier nicht sehen. Sag mir mal, ob das in Ordnung ist. Von hier oben sieht das sehr gut aus. Nicht mal die Fächer hier an der Seite haben richtige Flecken drin. Einen klassischen Absorberkühlschrank, das heißt wahlweise im Betrieb 12 Volt, 230 Volt oder Gas. Und weil wir hier einen normalen Tubeln Plus haben, ne? Da müssen wir mal gucken. Zack, ausgetrickst. Mit Kleiderschrank hier oben. Ja, und dann ganz typisch vom Grundriss gegenüber, und da gehe ich einfach mal vor, dann können wir nämlich gemeinsam reinschauen, die Nasszelle. Und das ist ja so ein Thema, ich nehme mal kurz hier Platz, dann bin ich nicht so im Blick. Das ist ja so ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, bei den Nasszellen scheiden sich ja die Geister. Wir haben ja inzwischen mit Raumbädern, mit Schwenkbädern, mit den trennenden Bädern, mit kompakten Nasszellen, mit echten separaten Duschen, so viele verschiedene Varianten, dass das sicherlich ein Punkt ist, an dem ihr für euch erkennen könnt, was das richtige Auto ist, weil sich da wirklich die Dinge unterscheiden. Was man hier halt klar sagen muss, ist, wir haben eine klassische Nasszelle, das heißt kein, ich nenne das mal modernen Firlefanz. Das führt dazu, dass ihr wahnsinnig viel Raumangebot habt, weil ja jede Schwenkwand, jeder Rollpanzer, der irgendwo steht, ja auch irgendwo hin muss, wenn er nicht in Benutzung ist. Und da die wenigsten Leute regelmäßig im Auto duschen, ist hier zwar die Duschmöglichkeit gegeben, dann aber natürlich mit Duschvorhang. Da gucken wir gleich nochmal zum Abschluss unten in die Duschwanne rein. Aber ansonsten hat man eben einfach eine ganze Nasszelle, die einfach verhältnismäßig viel Bewegungsfreiheit bringt, viel Beinfreiheit für große Menschen, ein wahnsinnig großes Waschbecken, was vollkommen untypisch ist für so kleine Kastenwagen, schönen kleinen Stauraum hier oben noch und dann die offene Ablage hier an der Seite und das Fenster in der Nasszelle, was wir von draußen ja schon gesehen haben, was damals eben auch eine Option war. So, wie kriegen wir jetzt den Boden raus, ohne dass ich... Zack, geht auch. So, ich nehme mal meine Füße weg, leuchte da mal rein. Sieht gut aus, ne? Ja, ich würde sagen, ich will nicht sagen nicht geduscht, aber auf jeden Fall nicht besonders häufig geduscht. Das sieht man auch oft ganz schön hier an den Kanten. Wenn man sich die Schnittkanten anguckt, ist das was fabrikneu aussieht. So. Zack. Und so hat man eben die Duschwanne im Alltag auch gegen Schmutz oder Steinchen von Schuhen geschützt. Was so ein bisschen verdeckt war, gleichzeitig hier der Spiegel, noch ein Spiegel, noch ein Spiegel. Also während oft den Autos vorgeworfen wird, ich kann mich nirgendwo ganz sehen, haben wir hier echt viele Möglichkeiten. Jetzt haben wir die Sitzgruppe gesehen, die Küche gesehen, die Nasszelle gesehen, bleibt das Bett als letztes. Also hüpfen wir nochmal gemeinsam und schauen mal, ob es da auch noch was Interessantes zu entdecken gibt. Ja, so richtig viel Neues zu entdecken gibt es hier ehrlicherweise nicht. Wir haben ein richtig schönes Auto. Das sieht alles hervorragend und gut aus. Wir haben an allen Fenstern rundherum Fliegengitter von oben, Verdunklungsrollos von unten. Eine Kleinigkeit ist mir hier noch aufgefallen, wenn man sich das anguckt. Hier hat das Fenster so 2, 3 kleine Sprünge von innen drin. Das ist mir von außen nicht aufgefallen. Also von außen ist das alles in Ordnung. Das ist sowas, wo ich sagen würde, wahrscheinlich kann man sich damit gut arrangieren. Aber wenn das Auto für euch ernsthaft interessant ist, lasst uns einfach drüber reden. Die eine Hälfte der Käufer sagt, ich lebe damit lieber. Die andere Hälfte sagt, komm, bevor da 200 € in eine Reparatur gesteckt werden, gib mir die lieber. Wir stimmen das mit euch ab. Wir lassen das mal so, bis sich jemand für das Auto entscheidet. Und dann gucken wir, was wir mit den beiden Dingen, quasi dem Loch im Tisch, was ihr gleich noch seht, und dem hier gemacht wird. Ansonsten haben wir umlaufend die Stauräume, hier oben die 40×40 Dachhaube,
zusätzlich vorne über der Sitzgruppe die 50×70 Dachhaube. Schon das neue Lichtsystem mit den Spots, die man überall reinsetzen kann. Das heißt, die könntet ihr auch nehmen und vorne in der Sitzgruppe benutzen und umgekehrt. Da gibt es sogar USB-Steckdosen für. Das heißt, hier müsste nichts mehr nachgerüstet werden, sondern es ist wirklich alles da, was man in dem Wagen gebrauchen kann. Und das, was ich jetzt gerade erlebe, ist meine absolute Lieblingswohnmobilstimmung. Jedenfalls, wenn man schon einen schönen Tag draußen gehabt hat. Schön windig, ein bisschen Regen, der von oben drauf tröpfelt. So wirklich, dass ich sage, so macht man gerne Urlaub. Müsste ein Tick wärmer hier drin sein, eingemuckelt, gutes Buch lesen und wissen, da hinten plätschert irgendwo die Nordsee mit ihren Wellen und morgen früh gehe ich schön wieder an der Küste spazieren. Das wäre was, wo ich Bock drauf hätte. Ich glaube, ich muss mal wieder los. Ja, so, jetzt bin ich vom Konzept abgekommen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was wir in dem Wagen an Ausstattung haben, wie Wartungshistorie und all sowas ist. Also lasst uns gemeinsam nochmal in die Sitzgruppe gehen. So, zusammengefasst, lasst uns noch einmal wir gucken jetzt einmal uns gemeinsam die Wartungshistorie an, und bevor wir das tun, wollte ich nochmal den konkreten Kilometerstand erfragen. 28.109 sind es heute, und das Ganze mit einem etwas mehr als 3/4 vollen Tank. Vom Fahrerhaus, ich sollte zu euch gucken, nicht zum Radio, haben wir ein Doppeldienradio mit USB-Anschluss. Wir haben sogar, was eher selten der Fall ist, eine Fernbedienung fürs Radio mit dabei. Wir haben Klimaanlage, Smartphone-Halterung, all die schönen Dinge. Tempomat natürlich mit dabei, ansonsten aber ein ganz normales Auto. Von der Motorisierung reden wir hier über 120 kW oder 121 kW, also 165 PS. Das heißt, das ist der große Motor von Citroën als 3,5 Tonnen Leitchassis. In dieser Ausstattung Plus war es ja immer so, dass Alufelgen und solche Dinge die Autos von Haus aus mit haben. Und dann habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Vieles ist klar, was wir haben. Wir haben Holzdekor Elegance, Polsterstoff Silver. Das sind Sachen, die ihr offensichtlich seht. Was ihr im Video jetzt nicht sehen könnt, ist eben, dass wir oben drauf die Solaranlage haben. Gleichzeitig die 2 Batterien hier unten. Gleichzeitig den Ladebooster, der für die Ladung während der Fahrt sorgt. Das heißt, ihr seid einfach, was Energie angeht, wahnsinnig gut aufgestellt schon. Der Platz auf dem Dach hat es trotzdem zusätzlich zugelassen, dass eine vollautomatische Sattanlage mit Flachbildschirm drin ist. Das ist, wie vorhin gesagt, eine Ten-Haft-Sattanlage, also auch da eine sehr schöne, möglichst flach aufbauende, gute Sattanlage. Ansonsten haben wir ab Werk solche Dinge wie den Alternativtisch hier unten, das hätte ich fast vergessen zu sagen, mit dabei. Das heißt, ihr könnt es hier den Tisch rausziehen. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, auf die ich euch hinweisen muss. Da blenden wir jetzt einfach noch mal 2 Bilder drüber ein oder einen kurzen Schwenk. Hier sind 2 kleine Stellen im Tisch. Man sieht sie auf jeden Fall, man spürt es auch, wenn man rüber geht. Es hat die Kunden nie gestört, aber hier sind so ein bisschen Stellen, da ist wahrscheinlich einfach mal oben ein Buch oder irgendwas beim Schrank aufmachen nach einer längeren Fahrt einfach runtergefallen. Und da wir bei den Autos immer mehr auf Gewicht achten, ist das halt am Ende des Tages auch relativ dünn, und wenn was Spitzes, Schweres drauf fällt, auch schnell kaputt. Wir haben die Anhängerkupplung, wir haben Gaswarner mit drin, wir haben die Markise, die Regenrinne, zusätzliche Absicherung an der Schiebetür mit so einer Vorhängekette und den Einstechschutz hier drüben an der Tür. Also auch da schon viel gemacht, den Fahrradträger und die Truma Duo Control. Das Ganze, wie vorhin schon gesagt, erste Hand, glaube ich, in einem sehr guten Zustand. Und wer sich für den konkreten Preis interessiert, der mag bitte einfach wir machen hier nochmal den QR-Code irgendwo mit ins Bild rein, auf die Anzeige bei mobile.de klicken, damit man dort nachschauen kann. Von der Wartung habe ich hier einen sehr schönen Ordner, den habe nicht ich angelegt, sondern habe ich für das Auto mitbekommen. Ich sage euch einfach mal, was wir hier haben. Ist das vorwärts oder rückwärts? Wir haben, genau, die erste Wartung ist gemacht worden, also erst zugelassen ist der Wagen im Juli 2020. Dann ist die erste Wartung gemacht worden im September 21 bei 9.959 Kilometer, also knapp 10.000. Das hatte der Kunde mir auch gesagt, dass er lieber einen freiwilligen Ölwechsel dazu hat machen lassen, weil er nicht wollte, dass das Öl so lange drin im Fahrzeug bleibt. Weil die Wartungsintervalle von Citroën selber, hier liegt glaube ich noch der Wartungsplan irgendwo drin. Da ist er. Eigentlich schreibt Citroën vor,
Da ist er. Alle 50.000 Kilometer oder 2 Jahre ist das, was Citroën-seitig vorgeschrieben ist. Das heißt, 10.000 Kilometer nach einem Jahr ist viel zu früh, aber tut ja dem Auto immer gut. Das ist ein einfacher Ölwechsel. Und dann haben wir hier das zweite Ding, das ist aus dem April 23, also quasi ein bisschen weniger als ein Jahr her, bei 21.917 Kilometer. Auch eine Inspektion, Ölwechsel, Ölfilterpatrone und ein bisschen Kleinkram. Das bekommt ihr alles mit. Und bei demselben Kilometerstand ist hier auch die echte Inspektion gemacht worden, wie man so sagt, systematische Wartungsarbeiten, Filtertausch und so weiter und so fort, auch bei 21.400 Kilometern. Insgesamt also alles gemacht, was gemacht sein sollte. Ach, da ist der Wartungsplan nochmal. Gasprüfung dementsprechend auch aktuell. Und TÜV ist wahrscheinlich, achso, das ist die Gasprüfung, müsste ja auch, achso, ist hier vorne mit dabei. Hauptuntersuchung gültig bis Juli 2025. Also es ist tatsächlich, und auch hier an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt 17.07.23, ganz oben erste Zeile. Also im Juli letzten Jahres neu gemacht, bis Juli 25 gültig. Insgesamt ein Fahrzeug, bei dem ihr euch sicher keine Sorgen machen müsst. So, jetzt haben wir das alles gesehen, wissen, wie es ist. Ihr habt viele schöne Bilder. In der Anzeige sind noch ein paar mehr Bilder verlinkt. Wir gucken uns jetzt noch mal gemeinsam den Heckstauraum an, ob da noch irgendwas zu entdecken ist. Und ansonsten stehen wir euch gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr meint, das Auto könnte für euch interessant sein oder ihr wollt irgendein anderes haben. So, und abschließend noch ein letzter Blick, wie der ganze Heckstauraum aussieht. Und im Prinzip sagt das hier schon alles, was man über das Auto wissen muss. Da hätten wir anfangen sollen. Auch hier liegt ein Schoner mit drauf. Das heißt, der Boden darunter ist im Prinzip neuwertig. So sind die Leute halt von morgens bis abends mit ihrem Auto umgegangen. Alles ist natürlich in irgendeiner Art und Weise benutzt und Gebrauchsspuren bleiben nicht aus. Aber da, wo man schützen konnte, ist hier geschützt worden. Wir sehen von hier hinten im Prinzip nochmal die beiden hinteren Steckdosen, die zu dem Elektropaket gehören. Der Wagen hat zusätzliche Lautsprecher hier hinten, die am Radio dran sind. Und was ich ganz praktisch finde, hier oben die Markisenkurbel hat einen festen Platz, dass man einfach schnell rankommt, wenn man die Sachen wegklappt. Was haben wir noch? Gaskasten. Ach, guck mal, auch schön. Hier ist nochmal Bordwerkzeug, Wagenheber, ein bisschen platzsparend mit drin. Und da müsst ihr einmal nochmal mit reingucken, bitte. Dort ist, ne, oben hingucken, kann man das sehen. Ich sehe den Monitor nicht. Da hinten in der Ecke ist eine Duomatik mit drin. Das heißt, ihr habt Raum für 2 11 Kilo Gasflaschen. Und wenn die erste leer ist, springt sie automatisch um auf das zweite. Das heißt, wenn es nachts und kalt ist und da nass ist, müsst ihr nicht raus und umstellen. Ist der eine Riesenvorteil. Der zweite Vorteil ist, dass man so europaweit mit geöffneten Flaschen fahren darf. Fähren und solche Dinge natürlich ausgenommen. Und der dritte Vorteil ist, dass wir in dem Zuge damals auch noch Gasfilter eingebaut haben. Das heißt, solltet ihr irgendwo schmutziges Gas erwischt haben, geht das nicht in eure Geräte weiter. So, es fängt an zu regnen. Ich würde sagen, das war just in time. Wir sind fertig, haben euch ein wunderschönes Auto gezeigt. Wer Interesse hat, darf gerne auf uns zukommen. Wenn ihr euch für gebrauchte Autos interessiert, folgt einfach unserem Kanal. Wir zeigen immer unsere Autos als erstes hier. Und ansonsten wird eins der nächsten Videos sicherlich wieder was Neues sein. Und es kommen in Zukunft viele neue Dinge. Deswegen seid gespannt, folgt uns. Schöne Grüße aus Stove. Bis bald. Alles Gute.